Im heutigen Tutorial legen wir endlich die ersten Reifen an. Ja, richtig, heute geht es wieder um das Thema Reifen. Ein wahres Dauerbrenner-Thema. Aber sicherlich auch eines der wichtigen Themen, die wir in Racebays abbilden. Heute wird es etwas praktischer als bisher. Wir werden die ersten Reifen kaufen, in Anführungsstrichen, sprich die gekauften Reifen in Racebays anlegen, beschriften, zu Sets zusammenfügen und anschließend dem Fahrzeug zur Verfügung stellen. Vorab möchte ich euch aber noch etwas zeigen, auf das ich bisher nicht eingegangen bin, und zwar ist das der Bildschirm direkt nach dem Login. Also, ich habe hier jetzt schon Racebase selbst aufgerufen. Ich logge mich jetzt ein mit den Benutzerdaten, die ihr schon kennt. Und dann kommt, nennen wir es mal, den Startbildschirm oder den Nach-Login-Bildschirm, der heißt Standardwerte setzen. Hier könnt ihr direkt von Anfang an die Veranstaltung auswählen, mit der ihr euch jetzt näher beschäftigen wollt, und das Fahrzeug auswählen, mit dem ihr euch beschäftigen wollt. Das ist quasi so eine globale Einstellung, die direkt von Anfang an einfach dazu dient, den Wust an Informationen, die Racebase bietet, einfach etwas zu verringern. Deswegen wollen wir uns jetzt natürlich wieder mit unserem Trackday beschäftigen, den wir beim letzten Mal angelegt haben. Und das Fahrzeug, mit dem wir uns beschäftigen, ist natürlich unser Günther, weil wir haben ja noch keinen anderen als den Günther. Mal schauen, wenn wir als Rennteam erfolgreich sind, vielleicht gibt es ja dann auch noch ein zweites Fahrzeug. Wechseln wir in das Thema Reifen. Wie werden Reifen in Racebays behandelt? Racebays setzt ein Set, also 4 Reifen, die man auf ein Fahrzeug schnallt, aus 2 Paaren zusammen. Das heißt, ich habe jeweils ein Paar an der Vorderachse und ein Paar an der Hinterachse. Es ist auch, sagen wir mal, üblich oder Grundvoraussetzung, dass ich Reifen immer achsweise tausche. Also mit Einzelreifen zu hantieren macht an dieser Stelle keinen Sinn, weil niemand würde den linken Vorderreifen nach rechts hinten wechseln und links hinten einen ganz neuen Reifen einsetzen. Also es ist durchaus sinnvoll, im Grunde achsweise Reifen zusammenzufügen, die dann immer gleiche Laufleistung haben und gleiches Alter haben. Und genau das passiert in Racebays. Wir haben also Paare, die jeweils eine Achse darstellen. Aus den Paaren wird dann wiederum ein Set gebildet. Ein Set besteht aus 2 Paaren, ein Paar an der Vorderachse, ein Paar an der Hinterachse. Durch diese Funktionsweise, dass ein Set aus 2 Paaren besteht, kann man auch noch andere Besonderheiten berücksichtigen. Zum Beispiel ist es dadurch möglich, dass ich an der Vorderachse beispielsweise eine weichere Mischung fahre als auf der Hinterachse, indem ich einfach vorne auf dem Set ein softes Paar montiere und auf der Hinterachse ein Medium-Paar. Ich habe also damit ein bisschen mehr Spielraum, muss allerdings natürlich, und das ist wieder logisch, immer wenn ich irgendetwas mehr kann, muss ich auch etwas mehr Datenpflege betreiben. Wir haben ja bisher an unserem BMW, ich rekapituliere das jetzt nochmal schnell, wenn ich hier auf der Seite Reifen nachschaue, für unseren Trackday am Nürburgring bereits die Michelin Medium Slicks hinterlegt als verfügbare Reifen. Das heißt, auch nur diese Reifen sind für diesen Trackday verfügbar. Ich werde jetzt noch schnell den Regenreifen ebenfalls hinzufügen, damit ihr in den nächsten Auswahlfeldern auch seht, was passiert. Also, wir haben jetzt hier einen Michelin Medium Slick und einen soften Hankook Regenreifen zur Verfügung. So, jetzt wird also ein erstes Set Medium Slicks gekauft. Dazu gehen wir erstmal hier auf die Seite Paare. Hier sehen wir im Grunde jetzt alle Paare, die das Fahrzeug zur Verfügung hat. Wie immer, ihr kennt das schon, leer. Was muss ich machen? Ich füge ein Paar hinzu. Jetzt geht dieses Fenster auf, neues Paar hinzufügen, und es wird eine Nummer vorgegeben, die voraussichtlich diesem Paar zugeordnet wird. Warum sage ich voraussichtlich? Es kann sein, da Racebase ja eine Multi-User-Umgebung ist, dass im Grunde 3 verschiedene Leute jetzt zeitgleich ein Paar anlegen und diese Nummerierung nicht ganz stimmt. In der Praxis wird das Problem nicht auftreten, weil sich ja vermutlich immer nur einer bei euch um die Reifen kümmern wird. Jetzt wählen wir den Reifen aus. Wir wollen einen Michelin Dry Medium, den ich auf beiden Achsen
benutzen könnte, anlegen. Jetzt gibt es zwei Felder für die Shore-Härte links und Shore-Härte rechts. Es ist eine ganz gute Idee, die Shore-Härte zu messen der Reifen, um eventuelle Fehlproduktionen oder Fehlbeschriftungen zu entdecken. Diese Felder sind aber nicht verpflichtend. Ihr könnt das machen, ihr müsst es nicht machen. Nehmen wir an, wir hätten gemessen und haben jetzt hier 50 und 52 ermittelt. Ihr habt dann hier noch zwei weitere Felder, in denen ihr Bemerkungen eintragen könnt, ob ihr die zum Beispiel gebraucht gekauft habt oder wo die hier sind oder was weiß ich, welche Farbe die Reifen haben. Und ihr könnt, wenn ihr irgendwo im Auftrag arbeitet oder mit einer externen Setnummer arbeiten müsst, könnt ihr diese hier auch eintragen. Ich gehe jetzt hier einfach auf Neues Paar speichern und habe jetzt also im Grunde die erste Achse, die wir für den Günther brauchen, angelegt. Wir prüfen jetzt hier nochmal die Nummer. Wir sehen, aha, Paar Nummer 1, wie die in der Vorhersage angegeben, hat das Paar tatsächlich die Nummer 1 erhalten. Jetzt ist der Zeitpunkt, den Reifen tatsächlich real zu beschriften. Dazu empfehlen wir, die Paarnummer auch auf den Reifen zu schreiben, nicht nur die Setnummer, sondern auch die Paarnummer. Und zwar empfehlen wir das auf der Innenseite der Reifen zu tun. Damit es nicht zu Verwechslungen kommt, nachher mit der Setnummer empfehlen wir, die Paarnummer auf die Innenseite zu schreiben und gleichzeitig anzugeben, ob das der linke oder der rechte Reifen ist. Deswegen würden wir jetzt in diesem Fall auf den einen Reifen P1L schreiben und auf den anderen Reifen P1R. Gut, auf zwei Reifen fährt man schlecht, also brauchen wir noch ein zweites Paar. Wir legen also wiederum ein zweites Paar an. Wiederum ist das ein Michelin Dry Medium. Die Shore-Härten haben wir gemessen mit 51 und 51. Wir speichern das Paar ab und siehe da, die Voraussage stimmt wieder. Das Paar hat die Nummer 2 bekommen und wir können auch dieses Paar beschriften. P2L, P2R auf der Innenflanke der Reifen. Das Ganze machen wir jetzt nochmal mit einem Satz Regenreifen, den wir brauchen. Also hier ist jetzt der Hankook schon vorausgewählt. Die Reifen sind deutlich weicher. Wir speichern, haben das Paar Nummer 3, beschriften das Paar Nummer 3, P3L, P3R. Und schließlich holen wir uns auch noch ein zweites Paar Regenreifen und haben das ebenfalls angelegt, P4L, P4R. Jetzt haben wir also 4 Medium-Reifen und 4 Regenreifen vorhanden und beschriftet. Jetzt wollen wir die, damit wir sie in Racebays weiter verwenden können, zu einem Set zusammenfügen. Das muss man sich im Grunde so vorstellen, als würde man zwei Paare miteinander verheiraten. Und deswegen ist auch dieses Symbol hier oben, im Grunde sind das zwei ineinander verschlungene Ringe, wie bei einer Hochzeit. Da klicken wir drauf, es öffnet sich das Fenster Set aus Paaren anlegen und jetzt werden uns hier diejenigen Paare angezeigt, die noch nicht verheiratet sind, die wir also noch für Sets verwenden können. Jetzt sagen wir hier, wir wollen das Medium-Set anlegen. Wir nehmen das Paar 1 für die Vorderachse und das Paar 2 auf der Hinterachse. Ihr könnt jetzt hier im unteren Bereich noch auswählen, ob das Set auf Felgen montiert ist. Manchmal ist es ja auch so, dass man nur die Reifen kauft, die noch gar nicht montiert hat, aber schon mal in den LKW wirft, damit man sie hat. Dann würden wir auf jeden Fall die Reifen schon beschriften, damit wir wissen, um welche Reifen es sich handelt. Und dann würde man den Haken hier wegnehmen. Wir lassen das Set jetzt auf den Felgen drauf, wir legen das Set an und jetzt sehen wir in der Paartabelle, dass diese beiden Reifen hier oben zu dem Set DM1 geworden sind. Das tragen wir jetzt auch wieder auf den Reifen. Und zwar diesmal auf der Außenseite der Reifen. Wir schreiben also auf die Außenseite ganz groß DM1 und was ich auch dringend empfehlen würde natürlich, ob es vorne links, hinten rechts, vorne rechts ist.
Das heißt, auf dem Reifen, Außenflanke, müsste jetzt stehen DM1 vorne links. Achtet darauf, dass das mit der Beschriftung auf der Innenseite auch passt und mit der Laufrichtung der Reifen natürlich. Wir machen das gleiche jetzt noch mit dem Regenset. Auch das wird verheiratet. Da nehmen wir 3 und 4, die beiden Paare, die jeweils ein Set bilden, legen wir an. Und hier wird die Setnummer wird immer automatisch gebildet. Auch hier haben wir jetzt einen Wet Soft und der hat die Nummer 2. Wieder beschriften wir die Außenseite WS2, vorne links oder Front Left, oder das müsst ihr selber wissen, wie ihr das macht in eurem Team, ob ihr das Deutsch oder Englisch oder Koreanisch beschriftet. Das überlasse ich euch mal selbst. Abschließend möchte ich euch jetzt noch die Tabelle Sets zeigen, die ihr erreicht, wenn ihr hier oben auf Sets klickt. Hier stehen jetzt alle Reifensätze, die ihr habt, geordnet untereinander nach Reifentyp und Mischung. Wir sehen also hier den DM1 und den WS2 von Hankook, so wie wir ihn angelegt haben. Die anderen Felder dieser Tabelle möchte ich euch dann beim nächsten Mal näher bringen. Dann werden wir uns auch intensiv mit dem Thema Luftdrücke beschäftigen. Bis dahin, keep on racing!